Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Paul Röhrig. In diesem Video lese ich Ihnen einen Auszug aus meinem Buch Lebe dich selbst vor. Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Zeit beim Zuhören. Dieses Buch ist eine Einladung, dich selbst neu zu entdecken und deinen eigenen Weg zur inneren Freiheit zu gehen. In inspirierenden Kapiteln zeige ich dir, wie Lebenskrisen zu Wegweisern werden, wie du durch bewusste Atmung, Selbstreflexion und die Kraft der Gedanken mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude entwickelst. Du erfährst, wie Partnerschaft und Familie dich auf deinem Weg unterstützen können. Wie du alte Muster loslässt und deine Berufung findest. Praktische Impulse und ehrliche Gedanken begleiten dich dabei, deine Einzigartigkeit zu erkennen und authentisch zu leben. Für alle, die sich erinnern wollen, wer sie wirklich sind und bereit sind, ihr Licht in die Welt zu bringen. Kapitel 1 Du bist nicht falsch. Du bist auf dem Weg. Du bist nicht hier, um perfekt zu sein. Du bist hier, um echt zu sein. Jeder Schmerz, jede Krise, jede Sehnsucht ist ein Ruf deiner Seele. Du bist nicht falsch, du bist auf dem Weg. Und dieser Weg beginnt in dir. Viele Menschen glauben, sie müssten sich verbessern, optimieren und anpassen. Doch das Leben will nicht deine Perfektion, es will deine Wahrheit. Es will dich so, wie du bist. Wenn du dich selbst erkennst, wirst du frei. Nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil du aufhörst, dich selbst zu bekämpfen. Du wirst weich, klar und wahr. Du bist nicht falsch. Du bist auf dem Weg. Und dieser Weg ist heilig. Die Erwartungen von außen sind laut. Die Zweifel im Inneren noch lauter. Doch gerade in diesen Momenten zeigt sich, wie wichtig es ist, dir selbst treu zu bleiben. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du dich fragst, ob du richtig bist. Es ist ein Zeichen von Wachstum. Denn nur wer sich hinterfragt, kann sich weiterentwickeln. Erlaube dir Fehler zu machen.
Sie sind keine Makel, sondern Wegweiser. Jeder Fehler, jede Unsicherheit, jede Angst ist ein Teil deiner Reise. Sie zeigt dir, wo du noch liebevoller mit dir selbst umgehen darfst. Du musst dich nicht verbiegen, um dazu zu gehören. Du musst dich nicht verstecken, um akzeptiert zu werden. Deine Einzigartigkeit ist deine Stärke. Vertraue darauf, dass dein Weg richtig ist. Auch wenn du manchmal Umwege gehst oder stehen bleibst. Du bist immer in Bewegung. Das Leben ist kein Wettbewerb, sondern eine Entfaltung. Du darfst langsam sein. Du darfst zweifeln. Du darfst neu beginnen. Wichtig ist nur, dass du dich nicht aufgibst. Jeder Tag ist eine neue Chance, dich selbst ein Stück mehr zu entdecken. Sei geduldig mit dir. Sei freundlich zu dir. Und erinnere dich, du bist nicht falsch. Du bist auf dem Weg. Und dieser Weg ist einzigartig und wertvoll. Kapitel 2 Lebensprobleme als Wegweiser. Warum deine Krise ein Ruf deiner Seele ist. Probleme sind keine Strafe. Sie sind Botschaften. Sie zeigen dir, wo du dich selbst verlassen hast, wo du gegen dein inneres Wissen lebst, wo du dich verbiegst, anpasst und schweigst. Wenn du aufhörst, vor ihnen wegzulaufen, beginnen sie mit dir zu sprechen. Und du wirst wachsen über dich hinaus. Eine Krankheit kann dich zwingen, still zu werden. Eine Trennung kann dich lehren, dich selbst zu lieben. Ein Verlust kann dich erinnern, was wirklich zählt. Das Leben spricht durch Erfahrungen. Es ist nicht gegen dich, es ist für dich. Auch wenn es weh tut. Jede Krise, die dir begegnet, ist wie ein Spiegel, der dir zeigt, wo du dich selbst noch nicht ganz angenommen hast. Oft versuchen wir, Probleme zu vermeiden oder sie schnell zu lösen, damit sie verschwinden. Doch gerade im Annehmen und Hinschauen
liegt die größte Kraft. Denn hinter jedem Problem verbirgt sich eine Botschaft deiner Seele, die dich auf einen neuen Weg führen möchte. Frage dich in schwierigen Zeiten: Was will mir diese Situation zeigen? Wo habe ich mich selbst vergessen? Wo darf ich liebevoller mit mir umgehen? Manchmal sind es alte Muster, die sich wiederholen, weil sie endlich gesehen und geheilt werden wollen. Es ist mutig, sich seinen Problemen zu stellen. Es ist ein Zeichen von innerer Stärke, nicht vor dem Schmerz davonzulaufen, sondern ihn als Lehrer zu begrüßen. Denn jede Krise trägt das Potenzial für Wachstum und Heilung in sich. Sie fordert dich auf, dich selbst neu zu entdecken und deinen eigenen Weg zu gehen. Vertraue darauf, dass das Leben dich nicht bestrafen will. Es lädt dich ein, dich selbst tiefer kennenzulernen und deine Wahrheit zu leben. Jeder Umbruch, jede Herausforderung ist ein Schritt auf deinem Weg zu mehr Freiheit und innerem Frieden. Kapitel 3: Die Kraft der Atmung. Wie du dich durch deinen Atem heilen kannst. Atmung ist Leben. Wer flach atmet, lebt flach. Wer tief atmet, lebt tief. Die Bauchatmung bringt dich zurück in deine Mitte. Sie beruhigt dein Nervensystem, klärt deinen Geist und öffnet dein Herz. Viele Menschen atmen unbewusst, schnell, flach und hektisch. Doch jeder bewusste Atemzug ist Heilung. Du brauchst keine Technik, keine Methode. Du brauchst nur Präsenz. Wenn du atmest, bist du da. Wenn du da bist, kannst du fühlen. Und wenn du fühlst, kannst du heilen. Die Atmung ist das unsichtbare Band zwischen Körper und Geist. Sie begleitet dich von deinem ersten bis zu deinem letzten Moment. Und doch schenken wir ihr oft kaum Beachtung. In stressigen Zeiten
wird der Atem flach und hektisch, als würde das Leben selbst aus dem Gleichgewicht geraten. Doch sobald du beginnst, bewusst zu atmen, kehrt Ruhe ein. Jeder tiefe Atemzug ist wie eine Einladung, im Hier und Jetzt anzukommen. Nimm dir immer wieder kleine Pausen im Alltag, um deinen Atem zu spüren. Lege eine Hand auf deinen Bauch und beobachte, wie sich dein Körper mit jedem Ein- und Ausatmen hebt und senkt. Spüre, wie der Atem dich nährt, wie er dich mit neuer Energie füllt und alte Anspannung fortträgt. Die Kraft der Atmung liegt in ihrer Einfachheit. Du musst nichts leisten, nichts kontrollieren. Du darfst einfach sein. Mit jedem bewussten Atemzug schenkst du dir selbst Aufmerksamkeit und Fürsorge. Du erlaubst dir loszulassen, was dich belastet, und Platz zu schaffen für neue Klarheit und Lebendigkeit. Wenn du dich verloren fühlst, wenn Gedanken kreisen oder Gefühle dich überwältigen, kehre zurück zu deinem Atem. Er ist immer da, ein verlässlicher Anker inmitten des Lebens. Durch ihn findest du zurück zu dir selbst, in deine Mitte, in deine Kraft, in deinen Frieden. Kapitel 4: Partnerschaft als Spiegel. Warum deine Partnerschaft dich zu dir selbst führen kann. Dein Partner ist nicht dein Retter. Er ist dein Spiegel. Er zeigt dir, was du in dir selbst erkennen darfst. Er triggert deine Wunden, deine Sehnsüchte, deine Schatten. Nicht um dich zu verletzen, sondern um dich zu erinnern. Wenn du dich selbst lebst, wird jede Beziehung zur Bereicherung. Du brauchst keinen perfekten Partner. Du brauchst eine echte Begegnung. Und die beginnt bei dir. Viele Menschen suchen im anderen, was sie sich selbst nicht geben. Doch wahre Liebe entsteht aus Fülle, nicht aus Mangel. In einer Partnerschaft begegnen wir nicht nur dem anderen, sondern immer auch uns selbst.
Die Nähe zu einem Menschen bringt unsere tiefsten Wünsche, aber auch unsere Unsicherheiten und Ängste ans Licht. Oft glauben wir, der andere müsse uns glücklich machen oder unsere Leere füllen. Doch wahre Partnerschaft beginnt dort, wo wir bereit sind, uns selbst ehrlich zu begegnen. Jede Reibung, jeder Konflikt, jedes Missverständnis ist eine Einladung, tiefer zu schauen. Was wird in mir berührt? Welche alten Muster oder Verletzungen zeigen sich? Anstatt den Partner für unsere Gefühle verantwortlich zu machen, dürfen wir lernen, Verantwortung für unser eigenes Erleben zu übernehmen. Partnerschaft ist ein Wachstumsfeld. Sie fordert uns heraus, unsere Masken abzulegen und authentisch zu sein. Sie schenkt uns die Möglichkeit, uns in Liebe und Mitgefühl zu üben. Für uns selbst und für den anderen. Je mehr wir uns selbst annehmen, desto freier können wir auch den anderen annehmen. Ohne Erwartungen, ohne Bedingungen. Eine erfüllte Beziehung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Echtheit. Sie lebt von der Bereitschaft, gemeinsam zu wachsen, sich gegenseitig zu spiegeln und zu unterstützen. Wenn du dich selbst lebst, wird jede Begegnung zur Chance, dich noch tiefer zu erkennen und zu entfalten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Buch Lebe dich selbst ist weltweit im Handel erhältlich, als E-Buch und auf Amazon in allen Ländern in deutscher, englischer und spanischer Sprache, sowohl digital auch als Taschenbuch. Ich freue mich, wenn Sie mich und meine Arbeit weiter